In einer nicht repräsentativen Umfrage haben wir rausbekommen, 87% von euch kennen nicht alle Funktionen eines Akkuschraubers und das ändern wir heute. Warum gibt es Akkuschrauber mit bis zu 4 Gängen? Wo ist der Unterschied zwischen einer Rutschkupplung bzw. mechanischen Kupplung und einer elektronischen Kupplung? Und warum gibt es Akkuschrauber mit bis zu 40 verschiedenen Drehmomenteinstellungen? All das hier in diesem Video. Ich hantiere fast jeden Tag mit einem Akkuschrauber und kenne ihn von A bis Z. Aber ganz ehrlich, viele eben nicht. Viele wissen gar nicht, wofür sind manche Funktionen da. Viele wissen gar nicht, ist der erste Gang jetzt der stärkere oder der zweite? Wozu hat er überhaupt einen zweiten Gang? Und wozu zum Teufel hat der hier 4 Gänge? Was soll das eigentlich? Und warum kann man das Drehmoment teilweise so oder teilweise so einstellen? Und warum ist das überall anders? All das wollen wir heute in diesem Video klären. Das heißt, für dich nach diesem Video bist du ein absoluter Akkuschrauber-Profi. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Punkt, dem Drehmoment. Grundsätzlich kannst du beim Akkuschrauber das Drehmoment wunderbar einstellen, und zwar über diesen kleinen Kranz, den wir haben. Und zwar hier in dem Fall von 1, einfach weiterdrehen bis 20. Was genau macht er aber eigentlich? Und übrigens, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da kommen wir gleich dazu, das einzustellen. Was genau macht er hier eigentlich? Er begrenzt die maximale Kraft des Akkuschraubers. Wozu brauche ich das denn aber eigentlich? Das brauchst du, um zum Beispiel zu sagen, dass du eine Schraube nicht komplett hier reinschraubst, sondern dass du sie flächenbündig einschraubst. Ich zeige dir das Ganze mal. Du hast jetzt hier einen Akkuschrauber und eine Schraube. Und jetzt stellen wir es einfach mal ein hier auf 20, wirklich maximale Kraft, ohne große Begrenzung. Und dann passiert Folgendes. Schraube weg. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen die Schraube flächenbündig haben. Dann machen wir Folgendes. Wir begrenzen das Drehmoment erst einmal und stellen es ein bisschen schwächer ein. Meinetwegen jetzt hier auf, keine Ahnung, 6 oder 7 und sagen erstmal okay, mal schauen, was dann passiert. Jetzt hört er hier schon auf. Jetzt gehen wir mal ein paar Schritte weiter und gehen auf 10. Und dann wirst du Folgendes sehen. Oha! Er ist genau flächenbündig hier hat da aufgehört und er hat dann auch ein Geräusch von sich gegeben, nämlich dann die Kupplung hat dann gesagt, das Drehmoment Begrenzung hat gesagt, Schluss, weiter geht's nicht. Und jetzt hast du folgende Möglichkeit, du hast jetzt ein bestimmtes Holz, eine Schraube und hast für dich das perfekte Drehmoment eingestellt und jetzt kannst du die nächste Schraube nehmen und auch hier hört er immer genau an der Stelle auf. Das heißt, der Trigger, den ich hier habe, den habe ich voll durchgedrückt. Ich muss ihn nicht selbstständig kontrollieren oder selbstständig gucken, gleich ist es soweit. Und du kannst einfach gedrückt halten, schrauben, 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 schrauben und musst nicht fein justieren. Dafür ist die Drehmomenteinstellung da. Du hast ja gerade gesehen, hier kannst du das Drehmoment wirklich wunderbar einstellen, um genau diese Funktion zu haben. Bei Metabo machst du das aber anders. Ich habe hier keinen Drehring an dem Akkuschrauber, sondern ich habe hier unten die Möglichkeit, das über dieses Rad einzustellen, hier zum Beispiel auch nur von 1 bis 10. Das heißt, ich habe also weniger Abstufungen. Wenn ich mir jetzt das Gerät hier angucke, ist es wieder anders. Ich muss kurz einen Trigger drücken, dann habe ich hier die Möglichkeit, das einzustellen. Über das Drehrädchen kann ich jetzt hier hoch und runter und ich kann jetzt, Moment, ich muss es erstmal entsperren und jetzt kann ich das Drehmoment einstellen und zwar nicht einfach so, sondern bis 40 oder bis 41 sogar. Ich habe also 41 verschiedene Einstellungen. Das heißt aber nicht, dass es besser ist, sondern es ist nur feiner justierbar an der Stelle. Wenn wir uns jetzt aber hier fein angucken, ist es nochmal anders. Und hier kann ich das hier oben einstellen, da hier von 1 bis 15. Aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Du stellst immer ein, wie gut kannst du diese Schraube hier versenken. Kommen wir zur nächsten Funktion, der Bohrfunktion. Jetzt ist es so, dass wir hier Schrauben geschraubt haben und mit das Drehmoment begrenzt haben, aber wir wollen jetzt auch mal hier richtig reinbohren. Und jetzt probieren wir aber mal Folgendes. Das Bohren ist übrigens dafür da, oder die Bohrfunktion, um die maximale Kraft des Gerätes loszulassen. Ja? Selbst auf der maximalen Drehmomentstufe hat er immer noch nicht seine maximale Kraft. Das ist ganz wichtig. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze an. Wir haben jetzt hier immer noch die Schraubfunktion aktiviert. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein und sagen, okay, alles klar. Schrauben. Ja, perfekt eingestellt. Was passiert jetzt, wenn wir auf die Bohrfunktion gehen? Jetzt gehen wir hier eins weiter, klick. Jetzt sind wir auf der Bohrfunktion. Und jetzt nehmen wir nochmal eine Schraube und dann wird Folgendes passieren. Jetzt wirst du sagen, aber warte mal, was ist denn los? Ich habe doch immer noch die 10 eingestellt. Ja, ganz einfach. In dem Moment, wenn wir das jetzt umstellen, von Schrauben auf Bohren in dem Fall, ist der Kranz hier hat keine Wirksamkeit mehr. Das ist völlig irrelevant, was du hier eingestellt hast. Der große Vorteil ist aber folgendes. Du hast erstmal deine Schraube hier, okay, willst ab und zu auch mal bohren, dann machst du hier Klick, nimmst dein Bit hier raus, nimmst einen Bohrer rein und kannst jetzt natürlich ohne Probleme
dann hier bohren und kann es jetzt wieder zurückstellen und können es jetzt wieder mit demselben Drehmoment eine Schraube reinschrauben. Wichtig ist jetzt aber Folgendes. Die Bohrfunktion ist von Gerät zu Gerät immer wieder anders zu aktivieren. Bei dem Gerät ist es so, dass ich einfach nur hier an dem Rädchen Klick machen muss. Wunderbar. Bei dem hier ist es so, dass wir jetzt sehen, hier, wir haben das Drehmoment bis 20. Wenn wir jetzt eins weitergehen, macht es hier auch, dann hörst du es auch? Klick. Jetzt sind wir hier in der Bohrfunktion. Bei dem Gerät ist es noch anders. Auch hier haben wir hier unten die Einstellung. Hier gehen wir eins weiter, klack, auch auf die Bohrfunktion. Bei dem hier ist es ähnlich wie beim ersten. Wir können hier zwischen Schrauben und Bohren auch hier umstellen, obwohl wir unten Elektronik haben. Bei dem hier ist es so, dass wir hier unten an der Elektronik zwischen Bohren, also zwischen Schrauben und Bohren umstellen. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Und der große Vorteil bei den meisten Geräten ist es so, dass du sagen kannst, okay, ich habe einen Drehmoment hier auf Stufe 10, schaffe ich es bündig zu versenken und Bohren ist das nächste. Und für alle, die sich fragen, was passiert eigentlich, wenn ich mit einem Bohrer wieder auf die Schraubfunktion zurückkomme und vielleicht ist es auch schon euch passiert, dann schraubt er nicht mal richtig, macht nur komische Geräusche. Schaut mal hier, ich habe es jetzt hier, nochmal bohren. Gar kein Problem. Jetzt auf Schrauben gestellt und dann wird Folgendes passieren. Das macht so gar keinen Spaß. Lass uns mal über das Thema Kupplung sprechen. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass der Akkuschrauber so anfängt so zu schlagen oder irgendwelche Geräusche von sich zu geben. Ich möchte, dass ihr seht, was die unterschiedlichen Arten und was macht das denn eigentlich. Hier haben wir eine ganz klassische mechanische Kupplung und du wirst es ja gleich hören, was passiert. Denn wir machen jetzt Folgendes, ich habe es ganz schwach eingestellt. Ja, ich drehe es noch ein bisschen weiter. Das ist kein Schlagschrauber. Ja. Das macht er jetzt so lange, bis ihr aufhört hier zu drücken. Das heißt, er würde immer weiter schlagen. Das ist eine ganz normale klassische mechanische Kupplung, denn er unterbricht wirklich die Kraft in dem Moment, damit er nicht weiter arbeiten kann. Jetzt schauen wir uns mal das Gerät hier an. Hier haben wir eine andere Option. Das ist so eine elektronische Kupplung, die er sich aber ähnlich anhört. Da schauen wir uns das Ganze auch mal an. Der hört auf. Der merkt nämlich, oh okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Kraft erreicht ist und signalisiert das Ganze auch mit 1-2 Mal Schlagen und dann Schluss. Ja? Und zwar so. Ja, ich nochmal. Ich mache es immer so. Ihr seht jetzt hier, mein Daumen bleibt gedrückt. Mein Finger bleibt gedrückt. Ja? Du hast so 1-2 Mal und dann hört er auch schon auf. Und er hört wirklich auf. Ergo, hier musst du noch ein bisschen aufpassen, weil wenn du weiter schlägst, ist es natürlich so, dass die Schraube noch immer einen Tick weiter auch reingearbeitet wird. Hier nicht. Er sagt einfach Schluss, genau an der Stelle. Wenn wir uns jetzt das nächste anschauen, hier haben wir eine voll elektronische Kupplung, die eben auch etwas, ein akustisches Signal von sich gibt. Das zeigen wir euch auch mal hier mit der Schraube. Das hört sich nämlich folgendermaßen an. Ja, dieses Geräusch, was dann kommt, und das war's. Ja, das sind die verschiedenen Arten und das macht das. Der Akkuschrauber hier hat doch 2 Gänge, das heißt, die maximale Kraft und die richtige Power hat er doch im zweiten Gang, oder? Nein, gar nicht. Der erste Gang ist dafür da, um die maximale Kraft zu haben. Der erste Gang ist der Kraftgang quasi und der zweite Gang ist das Thema Geschwindigkeit. Du erhöhst einfach nur die Geschwindigkeit, in der sich das Gerät dreht. Aber bei einer höheren Geschwindigkeit hat er auch weniger Kraft. Das ist einfach so. Und ich möchte das Ganze mal demonstrieren, indem ich jetzt einfach den auf Gang einstelle. Und jetzt maximale Kraft auf Bohren stelle, also er begrenzt hier gar nichts. Und ich nehme jetzt mal das Gerät und werde jetzt Folgendes mal dir zeigen. So, also ich habe die Tellerkopfschraube mit maximaler Energie reingeballert, wie es nur ging. Wir sind hier, glaube ich, 2-3 Zentimeter wirklich im Holz drin. Also irgendwo da unten, ja, da ist die Schraube. Jetzt verändere ich nichts, außer ich stelle auf den zweiten Gang. Du wirst sehen, er dreht viel schneller, aber er hört viel früher auf, weil er nicht mehr die Kraft hat, diesen Kopf hier ins Holz reinzuziehen. Schaut mal hier. Ja, er hört hier auf, aber nicht, weil irgendein Drehmoment irgendwas eingestellt ist, sondern er hört dort auf, weil er nicht mehr Kraft hat. Eine Sache nochmal ganz wichtig, ihr verstellt bitte, das was ich jetzt mache, macht ihr bitte niemals und ihr verstellt bitte niemals den Gang, während das Gerät läuft. Schaut mal hier, das läuft nämlich dann folgendermaßen.
Nicht gut. Ja? Das ist dafür nicht da. Das ist so, als wenn ihr im Auto, wenn ihr einen Handschalter habt, die Kupplung nicht tretet. Nee, und mit Zwischengas hier, das funktioniert alles nicht. Ich habe ja eben davon gesprochen, den Gang zu stellen von 1 auf 2. Wenn wir uns hier den Milwaukee anschauen, habe ich hier ersten Gang, zack, zweiten Gang. Ganz klassisch, wie wir es eben auch schon gesehen haben. Übrigens auch mal ein 12-Volt-Gerät, da ist die ganze Logik natürlich genauso. Jetzt haben wir hier bei Metabo aber eine andere Möglichkeit. Hier haben wir den ersten Gang, zweiten Gang. Was haben wir jetzt? Den dritten Gang. Das heißt, wir können sogar in den dritten Gang hochschalten. Das ist dafür da, um eine höhere Geschwindigkeit zu haben. Ich schaue mir das auch gleich mal an. Wie viel schaffen wir denn hier? Wir haben hier bis zu 4000 Umdrehungen. Der hier kann also nochmal deutlich schneller drehen. Das siehst du auch. Da geht schon einiges mehr als bei einem normalen Akkuschrauber. In der Regel hat ein Akkuschrauber irgendwo zwischen 1900 und 2100 Umdrehungen. Hier jetzt 4000 Umdrehungen. Hier bei Fein haben wir sogar noch mehr Möglichkeiten. Hier haben wir ersten Gang, zweiten Gang, dritten Gang, vierten Gang, aber auch nur 4000 Umdrehungen. Das heißt, wir können es hier nochmal feiner abstufen, je nachdem, wie du es brauchst. Gerade im Bereich Metall macht sowas natürlich total Sinn. Wenn du dich jetzt fragst, Eingang, Zweigang, Dreigang, Viergang oder sonst irgendetwas, musst du dir folgende Frage stellen. Übrigens, ja, es gibt auch Akkuschrauber mit nur einem Gang. So ein kleiner XO zum Beispiel, der hat halt nur einen Gang. Der klassische Akkuschrauber, so wie du es hier vorhin gesehen hast, der hat halt die Möglichkeit, von 1 auf 2 zu stellen, um eine höhere Geschwindigkeit, gerade beim Thema Bohren, Holzbohren oder auch Steinbohren, da kommen wir ja gleich noch dazu, dir zu geben. Sowas wie 3 oder 4 Gänge brauchst du ja nicht nur als Spezialist oder Profi. Am Anfang haben wir über Schrauben und die Schraubfunktion gesprochen. Das sehen wir genau hier. Danach haben wir über die Bohrfunktion gesprochen. Das sehen wir genau hier. Aber es gibt auch noch die Schlagbohrfunktion. Das ist die letzte Einstellung, die wir hier an der Stelle haben. Und dann müssen wir darüber sprechen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Bohrfunktion und einer Schlagbohrfunktion. Und der Unterschied ist riesig. Bei der Bohrfunktion ist es so, dass das Gerät einfach nur den Bohrer zylindrisch, also so dreht. Also dreht einfach das Ding vor sich hin. Ja, wird die ganze Zeit gedreht und das war's. Bei der Schlagbohrfunktion wird der Bohrer auch nach vorne bewegt. Ja? Das heißt, er wird gedreht, aber er schlägt wirklich auch nach vorne, also nach vor und zurück, während er sich dreht. Das macht er hier auf dieser Funktion oder mit dieser Funktion. Wichtig ist zu verstehen, wie funktioniert das allgemein in diesem Gerät. Weil man könnte ja sagen, Mensch, wenn ich das hier habe, dann brauche ich ja keine Bohrmaschine oder keinen Bohrhammer mehr. Nee, das würde ich so gar nicht sagen. Das, was wir hier haben, ist von der Wirkmechanik auch sehr einfach. Das heißt, wir haben hier so 2 Metallplättchen, die aufeinander reiben, so angerammt sind und dann machen sie eine ganz kleine nach Vorwärtsbewegung. Das ist 1-2 Millimeter. Das ist vielleicht manchmal sogar unter 1 Millimeter. Wenn du die kleinen Plättchen sich so ein bisschen bewegen, machst du so ganz bisschen nur. Und dann wird hier diese Schlagfunktion ausgeführt. Das ist dafür da eigentlich einfach, um ein bisschen besser in den Stein reinzukommen. Das ersetzt aber auf keinen Fall sowas wie das hier. Einen kleinen oder auch größeren pneumatischen Bohrhammer. Weil hier haben wir durch die Schlagfunktion eine ganz andere Logik, die wir hier haben. Und hier schlägt er wirklich sehr massiv nach vorne und hat eine viel größere Kraft und kann ganz anderes Material auch zersparen ja an dem Moment oder zertrümmern. Und dann ist es so, dass die Drehbewegung nur noch die Trümmer halt wegtransportiert. Also es wirklich nicht verwechseln und geht nicht davon aus, dass ihr hier mit in eure Stahlbetondecke reinkommt. Das ist nämlich ein häufiger Fehler. Das funktioniert hiermit nicht. Was wir übrigens auch sehen ist, diese Funktion ist geht häufig damit ein, dass wir auch das Gerät vergrößern oder verlängern. Wenn wir uns jetzt mal den hier anschauen, hier haben wir dieselbe Funktion, dieselben 3 Dinge, die wir einstellen können. Der hier hat das ja nicht. Das ist aber exakt derselbe Schrauber, denn hier haben wir den 45er, genau den GSR 18V45, hier haben wir den GSB 18V45, also genau dasselbe Gerät, nur der hat die Schlagbohrfunktion noch. Und ihr seht hier, der ist einfach länger, weil dieser Zwischenkranz, den wir hier haben, der ist hier nicht da. Ja? Deswegen seht ihr, der ist einfach länger und dann kann er das einfach noch zusätzlich, der hier. Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus und wir bohren jetzt mal in Stein. Du hast gerade das Ergebnis von Kalksandstein gesehen. Ergo, wir sind in der Bohrfunktion schön reingekommen, aber fast 10 Sekunden gebraucht, wohingegen wir in der Schlagbohrfunktion schon bei knapp 4 Sekunden im Material drin waren und fertig.
Jetzt nochmal ganz wichtig, jetzt haben wir hier unseren Schlagbohrhammer, pneumatischen Bohrhammer genommen und sind dort auch reingegangen. Und was war? Der war sogar langsamer. Was ist denn da los? Der war langsamer mit 6,6 Sekunden im Material. Etwa dieselbe Länge, die er da versenkt hat. Ist er jetzt schlechter als der? Dann macht das auch echt Sinn, den hier zu nehmen. Nein. Nein. Ganz einfach, der dreht nicht so schnell. Muss er auch nicht. Der ist nicht dafür da, um mit der maximalen Geschwindigkeit hier reinzukommen, sondern der ist dafür da, um überhaupt reinzukommen. Denn wenn wir jetzt härteres Material hätten, wie zum Beispiel richtigen Beton, Stahlbeton, also was wirklich ein sehr dichtes Material, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, die klassische Decke in eurer Wohnung, da kommt ihr mit dem gar nicht mehr rein. Überhaupt nicht. Selbst wenn ihr dort 10 Minuten, eine Viertelstunde an diesem Loch hängt, funktioniert nicht, wohingegen der hier ohne Probleme nach wenigen Sekunden das Loch gebohrt hat. Das hat einfach etwas mit der Schlagenergie zu tun, die der hier einfach nicht aufbringen kann. Jetzt sind wir auch mit den Basisfunktionen fertig und wenn du sagst, du möchtest noch mehr Funktionen erklärt haben an einem Akkuschrauber, dann schreib es mal unten in die Kommentare, dann mache ich nochmal ein Folgevideo, weil es gibt noch einiges mehr, was man erklären könnte. Der klassische Akkuschrauber hat aber genau diese Möglichkeit der Einstellung und ich glaube, jetzt werden viele Sachen nochmal klar von demjenigen, der noch nicht super viel Erfahrung hat. Was nochmal wichtig ist, ist Folgendes. Ich habe hier ein 12-Volt-Gerät. Das gilt natürlich auch für alles, was wir hier gesehen haben. Wir haben ganz viel 18 Volt uns angeschaut, auch für 12-Volt-Geräte. Auch die können übrigens schon extrem stark sein, aber das ist nochmal ein Sonderthema. Natürlich gilt das auch für 40 Volt oder auch kleinere Geräte, die nur 7,2 Volt haben oder. Ich hoffe, dass ich viel aufklären konnte. Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt kann ich nur sagen, ran an den Akkuschrauber und bis zum nächsten Mal.